In diesem Video schauen wir uns jetzt an, wie wir das erste Mal, in dem Fall hier, unseren Bagger einkalibrieren. Und dafür gehen wir als erstes hier im Menü auf Werkzeuge und klicken hier auf Hinzufügen. Jetzt müssen wir angeben, welchen Typ von Werkzeug wir einkalibrieren wollen. Hier geben wir den Löffel an und machen dies jetzt in diesem Fall über das Antastverfahren. Jetzt brauchen wir als erstes unseren Basispunkt. Dafür ist es wichtig, dass dieser Basispunkt möglichst frei ist. Das heißt, keine Bäume in der Nähe und gut mit der Maschine erreichbar ist und im Idealfall auf hartem Untergrund liegt, sodass dieser sich auch nicht verändert, wenn man ihn mit dem Werkzeug antastet. Jetzt gehen wir als erstes zu unserem Basispunkt und legen den Sensor so auf diesen Basispunkt drauf, dass wir mit der Mitte, also dem Gewinde auf der Rückseite, genau über dem Punkt liegen. Wenn wir den Sensor entsprechend positioniert haben und gleichzeitig auch wieder etwas zurückgegangen sind, dass wir auch nicht das GPS stören, es empfiehlt sich so 5 Meter circa Abstand zu halten, können wir den Basispunkt jetzt erfassen. Jetzt, wo der Basispunkt erfasst ist, können wir an die Maschine gehen und den Sensor direkt an der Maschine anbringen. Hierbei ist wichtig darauf zu achten, dass der Sensor möglichst weit außen an dem Werkzeug montiert wird, aber nicht übersteht, sodass er abgeschert werden würde. Und gleichzeitig auch in den typischen Arbeitsabläufen einigermaßen waagrecht zum Himmel ist und nicht unter Metallteilen verdeckt liegt. Das heißt nicht unter einem Schild oder so liegt, was die Satelliten abschirmt. Solltet ihr während der Arbeiten merken, dass der Satellit sehr regelmäßig abbricht, auch in Situationen, wo der Sensor nicht vollständig verdeckt ist, empfiehlt es sich auch noch mal ein bisschen den Sensor zu repositionieren und die Kalibrierung zu wiederholen und es dann noch mal auszuprobieren. Normalerweise gibt es mehrere Stellen auf einem Werkzeug, wo dieser guten Empfang erreicht. Bei der Montage ist wichtig darauf zu achten, dass der Pfeil immer Richtung Fahrerkabine zeigt. Das heißt, wir montieren ihn hier so, dass der Pfeil hier auf dem Werkzeug Richtung Fahrerkabine zeigt und wir achten darauf, dass der Sensor einigermaßen parallel zu der Werkzeugkante liegt. Dies ist für das Antastverfahren nicht wichtig, aber dafür, dass man ihn danach wieder an der gleichen Stelle gut montiert kriegt. Es wird sehr viel einfacher, wenn man einen Metallrahmen aufschweißt, in den der Sensor genau passt. Diesen bieten wir auch an, damit man dann nach einer Kalibrierung, wenn man den Sensor vom Werkzeug runtergenommen hat, diesen einfach wieder in die gleiche Position bringt und auch wieder entsprechend laden kann. Alternativ geht auch jede Stelle auf dem Werkzeug, wo ich danach wieder die Möglichkeit habe, den Sensor an die gleiche Stelle zu positionieren. Das heißt zum Beispiel durch Umranden mit einem Filzstift oder einer markanten Kante auf dem Werkzeug, wo ich den Sensor etwas anschlagen kann. Für eine präzise Kalibrierung des Werkzeugs mit dem Antastverfahren ist eine präzise Orientierung von dem Sensor sehr wichtig. Deshalb drehen wir als erstes den Oberwagen etwa um 90 Grad und wieder entsprechend um 90 Grad zurück, um hier eine gute Orientierung zu gewährleisten. Die Nordorientierung auf dem Pfeil auf dem Tablet sollte grün sein. Im nächsten Schritt gehen wir jetzt mit der linken und der rechten Werkzeugecke entsprechend auf unsere vorher markierte Stelle und achten darauf, dass wir diese auch in dem Prozess nicht verschieben. Das heißt, hier ist ein bisschen Vorsicht gefordert. Sollte die Werkzeugschneide schon abgenutzt sein, ist es wichtig, den Punkt zu approximieren, wo die Schneide an der Ecke zu Ende wäre, wäre sie nicht abgenutzt. Und dann das Werkzeug entsprechend so einzustellen. Nachdem wir die rechte und linke Ecke jetzt aufgenommen haben, können wir dem Werkzeug jetzt noch einen Namen geben. Im Idealfall hat das Werkzeug schon eine Nummer oder einen Namen aufgeschweißt, den wir dafür nutzen können, oder wir vergeben ihm einen freien Namen. Zuletzt drücken wir auf OK, um das Werkzeug abzuspeichern. Jetzt ist auch automatisch dieses Werkzeug direkt aktiv. Jetzt haben wir uns die Kalibrierung hier am Bagger angeschaut. Als nächstes zeigen wir euch auch noch die Kalibrierung am Radlader und an der Raupe. Wollt ihr noch mehr erfahren? Dann findet ihr hier noch weitere Videos zu unserem System.